Hallo meine Freunde, heute geht es mal nur indirekt ums Auto. Heute machen wir einen Werkzeugbaufilm und zwar basteln wir mal wieder ein Werkzeug für unseren Porsche. Das ist aber auch ein guter Lehrfilm, wie man mit der Drehbank solche Teile macht. Und zwar geht es um das Werkzeug 9262-1. Das braucht man beim Porsche 944 S2, um das Ölthermostatgehäuse zu montieren. Mein Freund Siegfried hat mir dieses Werkzeug zugesendet. Jetzt kann ich die Maße alle abnehmen und dann können wir eine Kopie davon basteln. Also vielen Dank, Siegfried. Es gab ja teilweise Berichte, dass sich das Werkzeug ein bisschen schwer drehen ließ. Deshalb setze ich hinten noch eine Mutter drauf. Die einzelnen Maße des Bolzens nehmen wir mit dem Messschieber ab. Also hier zum Beispiel 74,9. Für die Durchmesser benutzen wir eine Mikrometerschraube. Und dann müssen wir das Gewinde noch bestimmen. Das Gewinde hat einen Durchmesser von 20 und zum Bestimmen der Steigung braucht man so eine Steigungslehre, eine Gewindelehre. Und ihr seht, da passt genau 1,5 mm. Das heißt, es ist ein 20 x 1,5 Feingewinde. So, schauen wir mal in unserer Materialsammlung, ob wir ein Stückchen finden, das man dafür brauchen kann. Das sieht schon mal relativ gut aus, aber das ist noch relativ lang. Schauen wir mal bei den kurzen Stücken. Da hätten wir 2 Stücke, das erscheint mir ein bisschen dick, mit dem müssten wir ungefähr hinkommen. Müssen wir mal reichlich 105 mm abschneiden. Für Rechtshänder immer die rechte Seite benutzen. Der Strich muss ja stehen bleiben, weil das ist das gute Stück, wir sägen nur den Abfall runter. Das ist jetzt mal der Rohling für unseren Bolzen. Jetzt müssen wir mal die 2 Flächen plan kriegen. Das ist das Standardfutter meiner Drehbank. Würde es im Prinzip noch spannen, werden wir nachher auch benutzen. Aber plan drehen bei dem Hebel, das trauen wir uns nicht mehr. Das heißt, wir nehmen jetzt ein größeres Futter. Das ist jetzt ein 125er Futter. Jetzt muss erstmal der Adapterflansch, Maike Eigenbau, auf die Bank. Den Flansch ziehen wir jetzt schön über Kreuz an. Jetzt kommt das Futter noch auf den Adapterflansch. Jetzt können wir den Rohling in unser Futter einspannen. So. Jetzt seht ihr mal wieder, wie krumm ich gesägt habe. Das müssen wir jetzt erstmal plan machen. Die eine Seite haben wir mal grob, können wir es ausspannen, kommt die andere Seite. Mal ein bisschen den Draht weg. Wahrscheinlich noch zwischen Spitzen drehen müssen. Machen wir jetzt hier ein Zentrum. Das mache ich natürlich auf der Seite, wo der Stahl gut reinrutscht. Porsche hatte die gleiche Idee. Hier ist nämlich noch das Zentrum von der Fertigung und da passt ungefähr der Zentrierbohrer rein. So, jetzt kommt hier das Loch. Für das weitere Drehen wollen wir jetzt zwischen Spitzen arbeiten, dann können wir auch wieder auf das kleine Futter gehen. So, Vorsicht, jetzt haben wir die 2 Kilo Schwungmasse. Und immer Ordnung halten. Jetzt machen wir wieder das kleine Dreibackenfutter drauf. Okay. Das
die mitlaufende Körnerspitze drauf. Jetzt hat die ganze Geschichte viel mehr mechanische Stabilität. Jetzt können wir da drauf rumeiern. Jetzt machen wir mal den Durchmesser bis an die Kante hin. Von hier bis zu der Kante, wo wir drehen wollen, sind es 75 mm in der Länge. Jetzt lege ich hier einen Anschlag rein und dann wissen wir jedes Mal ganz genau, wo wir aufhören müssen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Luft eingestellt und zwar müssen wir nachher sowieso mit dem Abstechstahl da noch rein. Das heißt, wir sind jetzt halt knapp hier unter 75, wo wir die Länge drehen. So, das lassen wir jetzt mal laufen. Das werden die Späne auch ganz gut, das heißt wir sind im optimalen Betrieb. Jetzt können wir auch ein bisschen mehr zustellen, weil der Umfang vom Material hat sich natürlich schon deutlich reduziert. Ich bin jetzt bei einer Zustellung schon von zwischen 4 und 5 Zehntel. So, ich bin jetzt halt beim letzten Durchgang, das heißt jetzt messen wir mal vernünftig, dass wir auch genau wissen, wie weit dass wir noch abnehmen müssen. Wir prüfen auch mal die Parallelität. Hier hinten, wo es drauf ankommt, haben wir 2045. Und vorne sind es 2048. Also das ist alles im Bereich des Grünen. Skala muss ich mal 0,04 nehmen, also 4 Hundertstel pro Strich. Wenn ich jetzt also 4 Zehntel noch wegmachen möchte, brauche ich hier im Prinzip 10 Striche. Wir machen mal 8 und den letzten machen wir einen Feingang. So. Wir haben jetzt noch 15 Hundertstel Übermaß. Das heißt, wir müssten jetzt noch 4 Striche wegnehmen. Ich habe jetzt immer noch ein paar Riefen vom Drehen drauf, deswegen mal kurz mit der Feile drüber. Und dann schauen wir mal, wenn das glatt wie ein Kinderpopo ist, wo wir da liegen. Und da haben wir genau 95. Und das ist genau das Maß, wo Porsche auch hatte. Den Einstich machen wir später hier noch. Jetzt gehen wir in die nächste Stufe. Die Stufe hat einen Durchmesser von 17,51 mm. Das ist hier von vorn bis zum Anfang Gewinde. Ich habe jetzt den Endanschlag wieder so eingestellt für die nächste Stufe. Hier unten liegt er. Ein bisschen Platz haben wir noch, das drehen wir nachher per Hand zu Ende. Und da gehen wir jetzt auf 17,5 runter. Hier sind 54,7. So, allmählich kommen wir ans Ende. Aha, jetzt haben wir noch 18,1 mm. 18,1 mm haben wir noch. Auf 17,5 müssen wir. Das sind 0,6. Das wären 15 Skalenteile. Wir fahren jetzt 10 Skalenteile. Dann messen wir nochmal fein und machen den letzten Feinschliff. Also 10 Skalenteile und eine Runde durchfahren. Die Rechnung war absolut richtig. Wir haben jetzt noch genau 17,7. Das heißt die 20 Hundertstel Übermaß. (17,51), das gleiche Maß wie bei Porsche. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt so den Durchmesser. Davon den Absatz machen wir noch. Jetzt müssen wir die Länge richtig einstellen. So 52,5 und für die gesamte Tiefe brauchen wir 54,7. Jetzt werde ich die 2,3 mm mit dem Support hier reinfahren. (54,7), das ist wunderbar, nachher machen wir noch eine kleine Schräge drauf.
Jetzt werden wir aber den Stahl wechseln, weil ihr seht, hier wird es ein bisschen eng an der mitlaufenden Spitze. Ich habe hier noch einen speziellen Stahl geschliffen, den nehmen wir jetzt. Die nächste Stufe funktioniert wieder genauso. Ich habe jetzt mal den Anschlag so eingestellt, dass wir maximal die 10 mm fahren, natürlich wieder ein Stück knapper. Das nachher machen wir im Feinmaß und jetzt drehen wir langsam die Stufe ab. Also immer ein Stück zustellen und los geht's. So, jetzt haben wir 16,03 mm. Da wahrscheinlich Porsche schon ein bisschen Übermaß hatte mit 16,0,5, ist das perfekt. Die Stufe hat jetzt 7,8, soll 9,7 haben. Das heißt, machen wir mal 1 mm, dann messen wir nochmal. So, messen wir mal die Tiefe. Wir haben jetzt 7,9, da fehlt noch ein knapper Millimeter. Wir werden das Gewinde nachher mit der Drehbank schneiden. Jetzt hat es natürlich da hinten ein Problem, dass ich da irgendwann aufhören muss zu schneiden. Und deshalb machen wir hier einen größeren Einschnitt. Dann können wir auch gleich die Tiefe des Bolzens richtig bestimmen. Und bei 10 Gewindegängen kommt es da auf 2 gar nicht an. Hier ist jetzt der Abstechstahl und ich werde ihn gleichzeitig benutzen, um die noch fehlenden 1,7 mm wegzuschneiden. 1,7 mm sind eine ganze Umdrehung mit der Kurbel. Dann haben wir 1 mm. Und jetzt brauchen wir noch 0,7 mm, das sind 35 Skalenteile. 1, 2, 30, 35. So, der Abstechstahl steht jetzt hier fast an der Kante an. Jetzt fehlt uns noch die Tiefe vom Gewinde. Ich habe 1,5er Gewinde, gleichseitiges Dreieck. Wir haben ja metrisches Gewinde, a halbe mal Wurzel 3. 1,5 durch 2 mal die Wurzel aus 3. Das heißt, wir hätten eine Gewindetiefe von 1,3 mm. So, jetzt hat das Werkzeug hier noch ein paar Schrägen, und zwar hier eine. Hier am Gewindeansatz machen wir am besten auch gleich eine drauf. Die machen wir jetzt gerade mit dem Abstechstahl. Fahren wir unter 45 Grad ran und wir haben die Dinger drin. Das gleiche wiederholen wir jetzt mit der nächsten Schräge. Und nochmal am Gewindeeingang. Auf der Seite sind wir jetzt mal fertig mit dem Bolzen. Jetzt müssen wir den umdrehen und die andere Seite bearbeiten. Wir müssen jetzt dieses Teil noch auf das Maß von 30,1 kürzen, also 20,1 für die Betätigung. Original mit dem Rändel und 10 mm von meiner Mutter. Jetzt haben wir die richtige Länge. Jetzt machen wir hier noch ein Zentrum rein und dann können wir es wieder auf Spitzen auf den richtigen Durchmesser drehen. Kann ja mit dem kleinen Futter wieder spitze arbeiten. Jetzt machen wir den Durchmesser für die Handbetätigung noch auf 25 runter. Das war der letzte Durchgang. Jetzt kommt die Königsdisziplin der ganzen Sache. Wir müssen jetzt das Gewinde auf den Bolzen schneiden. Das funktioniert jetzt bei einer Drehbank so, dass man zum einen einen Gewindestahl benutzt. Jetzt muss aber die Bewegung der Leitspindel mit der Umdrehung synchronisiert werden. Bei einer Umdrehung hier muss die Leitspindel dann genau um eine Steigungstiefe versetzen. Wie ihr eure Drehbank umbauen müsst, das erfahrt ihr aus der Bedienungsanleitung. Wenn man eine 1,5er Steigung braucht, dann sieht man, dass hier die Zahnräder 40, 60 und bei D nochmal 40 drauf müssen. Ich mache also erstmal den Getriebekasten hier auf. So, jetzt kommt er und da sind die ganzen Zahnräder drunter.
Bei mir muss jetzt hier auf A das 40er, da unten kommt der 60er und hier unten kommt nochmal ein 40er drauf. Beginnen mal mit der Demontage. So, dann kommt der unten dran hier raus. So, immer gut merken, wo die Schrauben hinführen. Dann kann man das abnehmen. Der kommt wieder drauf. Musst du diesen Nutkeil da genau erwischen. Dann passt. So, das heißt, hier haben wir mal das 60er. Jetzt brauchen wir da oben noch an 40er. A, B und es soll ohne C laufen. Das heißt, wir müssen an der Stelle noch die Buchse rausmachen. Also erstmal das 40er hier unten auf D. Dann ganz nach hinten schieben. Die Buchse oben drüber. Die hat auch irgendwo eine Nut. Die müsst ihr natürlich auch finden. Dann kommt die Schraube drüber. Daraufhin kommt hier das Zahnrad rein. Und jetzt können wir das hier so nach oben nachher einstellen. Wir ziehen die ganzen Zahnräder wieder fest. Und auch das A-Rad wird mal festgezogen. Hier oben gegenhalten. Jetzt müsst ihr hier so ungefähr die Zahnräder einstellen, dass die auf Kontakt sind, aber nicht zu straff natürlich. Das Ganze braucht immer ein bisschen Luft. Kontrollieren, ob das alles läuft. So funktioniert das alles soweit. Sicherheitsgründe, dass natürlich auch kein Dreck ins Getriebe kommt. Machen wir den Kasten wieder drauf. Ihr seht, dass jetzt ein ganz anderer Vorschub ist. Pro einer Umdrehung geht er jetzt hier genau um 1,5 mm nach links. Das heißt, während der ganzen Prozedur muss ich hier verriegelt bleiben. Einmal rein und nie wieder raus, bis wir fertig sind. Muss ich hier mal genau die Nullstellung suchen. Hier sind wir ungefähr auf 0. Und 5 Striche zugefahren. Damit probieren wir es jetzt mal. Anfang, gehen auf links und fahren rein. Und das ist der Start unseres Gewindes. Das heißt, jetzt gehen wir auf rechts, gehen eine Umdrehung raus, fahren zurück. Jetzt können wir die Umdrehung, die wir rausgegangen sind, gehen wir wieder rein und geben 5 Strich dazu. So, gehen auf Linkslauf und fahren wieder rein. Jetzt hat sich der erste Anfang des Gewindes reingearbeitet. Jetzt immer 1 mm raus, rückfahren, wieder reindrehen, ein bisschen zustellen und dann wieder zurück. Die Prozedur wiederholen wir jetzt zigmal. Jetzt die Umdrehung rein und jetzt probiere es mit 10. So, probieren wir mal unser Gewinde. Läuft wie eine 1. Hat genügend Spiel, kein Problem. Zum Glück hatten wir noch eine 20x1,5 Mutter im Haus. Als nächstes machen wir unseren zusätzlichen Sechskant hier aufs Werkzeug. Dafür benutzen wir ein Teilapparat, spannen das in Drehbankfutter und dann können wir das hier immer um 60 Grad drehen und eine Kante wegfräsen. Erstmal muss natürlich wieder ein Adapterflansch auf das Futter. Dafür müssen jetzt aber die Stehbolzen hier raus. Das heißt, wir müssen mit Kontermuttern die Stehbolzen hier rausholen. Kommt die Adapterplatte hier drauf. Jetzt kann alles zusammen auf den Teilapparat. Dann jetzt hier nochmal verschraubt.
Das ist jetzt die ganze Höhlenmaschine. Also erstmal den Teilapparat senkrecht gesetzt, dass wir hier den Sechskant einfräsen können. Dann habe ich hier schon mal auf 0 Grad gestellt, also hier ist das normale Futter drin. Und da hinten haben wir den mit Spannbratzen und hier mit Spannbratzen voll gemacht. Und jetzt habe ich den Fräser schon mal so eingestellt, dass er gerade die Mutterbreite auf einmal wegnimmt. Und jetzt fahren wir ganz langsam zu und immer 60 Grad weiter, bis wir unseren Sechskant haben. Wir öffnen den Teilapparat. Und jetzt geht es 15 Umdrehungen, A4 Grad, 60 Grad weiter. 1, 2, 3 und jetzt wird es präzise. 15 und hier sind wir auf 0. Dann arretieren wir wieder den Spanner und die nächste Flanke kommt dran. Und diese Prozedur wiederholt sich jetzt immer wieder. 10, 11, 12, 13, 14. Wir verriegeln und checken auch, dass es hier auf 120 steht. Das war jetzt mal eine Runde. Jetzt gehen wir wieder tiefer mit der Fräse. Bei 0 Grad stellen wir jeweils die Tiefe zu. So, allmählich sieht die Geschichte nach dem Sechskant aus. Schauen wir mal, wie viel Millimeter das wir haben. So, das wären 22,5 mm. Das ist eine unübliche Schlüsselweite. Wir werden das noch ein bisschen kleiner machen. Ich glaube 19 wäre ganz praktisch. Jetzt kommt der letzte Durchgang. Einmal rundherum und wir haben die finalen Maße. Klasse. 19er Nuss. Was sagt unser Komitee für maßhaltiges Leben? 19,00. Ah, Volltreffer. Wie habe ich das wieder gemacht, gell? So eine richtige Mutter ist hier oben immer noch ein bisschen rund. Da sind die Ecken immer so schön schräg. Und das machen wir jetzt halt auf der Drehbank noch. Seht ihr, als wären die Ecken da so schön rund. Okay. So ist gut. Machen wir noch die Riefen von der Fräserei raus. Nächstes wird jetzt dieser Rändelkopf sein. Da haben wir so ein bisschen das Problem, dass ich kein Rändelwerkzeug habe. Ich habe aber hier schon mal so was Ähnliches gebastelt. Wir gehen jetzt einfach mit einem Fräser reihum durch und machen solche Längsrillen. Das ist genauso gut wie ein Rändel. So, der Fräser steht jetzt ungefähr mittig. Wir werden jetzt halt hier immer so Riefen reinmachen. So, und das Ganze wieder 4 Grad weiter. Preisgünstiges Personal hat. Irgendwann haben wir auch 90 Umdrehungen hier Ende. Da ist noch der kleine Streifen, den wir machen müssen. Noch 2, 3 Durchgänge und wir haben es. Eine 1A Rändelersatz. Das funktioniert wunderbar. Hier ist nur ein Grad. Zum Abschluss gehen wir nochmal auf die Drehbank und machen die letzten Feinarbeiten. Wir werden hier immer in diese Richtung gefräst, deswegen ist es jetzt hier relativ scharfkantig. Jetzt fahre ich einfach mit dem Stahl noch mal kurz da dran und dann ist da auch keine Verletzungsgefahr mehr. Das reicht schon. Auch nochmal von der anderen Seite. Ach, das reicht schon. Sehr schön. Das Gewinde können wir nochmal mit dem Messingbürstchen reinigen. So, ihr seht, das Werkzeug ist fertig. Ich finde, dass es ganz klasse geworden ist. Werden wir mal auf den ersten Einsatz warten. Ich habe euch heute mal gezeigt, was man alles mit ein paar Maschinen aus dem Baumarkt so basteln kann.
Also, tschüss, bis zum nächsten Film.